Ach, guck mal. Was hat denn er da für ein schönes Vögelchen? So was Nettes. Bitte, meine Herren, ich muss doch hier nur durch. So, ein bisschen durch. Ja, das kannst du. Aber erst gibst du mir die Gans. Nein, das ist meine Gans. Gans, ja, oder ich. Das ist doch mein Weihnachten. Das war vielleicht wieder ein Tag heute. Was ist denn da hinten los? Wo ist die Plätze? Ja, Dingsvogel, wir haben doch auch Hunger. Gib mir doch meine Gans. Gans, ja, oder ich. Du bleibst hier und gibst alles jetzt. Lassen Sie mir meine Gans. Nein, meine Gans. Nein. Wir können ja teilen. Ja, gib's schon. Die Scheibe. Hey! Was macht denn ihr da? Weg! Aber halt! So warten Sie doch! Ja, aber ich wollte doch Ihnen helfen! Für Mrs. H. Baker. Da kann mir vielleicht Mr. Holmes helfen. So was. Mr. Horner? Ja, Mr. Ryder. Die Gräfin hat sich angekündigt. Sie müsste in einer Stunde da sein. Bis dahin sollten Sie fertig sein. Ich bin sowieso fertig. Ich räume nur meine Sachen zusammen. Ja, der Durchzug war verstopft. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann machen Sie mal. Auf Wiedersehen, Mr. Ryder. Guten Abend. Oh, die Schachtel. Guten Abend, Madame. Ist in meinem Zimmer alles in Ordnung oder muss ich wieder im Rauch ersticken, Mr. Ryder? Nein, Madame, es ist alles in bester Ordnung. Wir haben selbstverständlich...
Nein, das ist mir alles nicht auffällig genug. Ein Augenblick. Wo bin ich, wenn diese vertrocknete alte Fledermaus wieder draußen ist? Hotel... Ach so. Der blaue Karfunkel! Mein Schatz! Der blaue Karfunkel! Madame, ist etwas nicht in Ordnung? Die Polizei! Diebstahl! Aber sofort die Polizei! Polizei! Polizei, sofort, Madame, sofort! Oh ja. Sherlock Holmes, der muss mir auch helfen. Madame, wie Sie sehen können, ist Inspektor Lestrade ein fähiger Mann und durchaus imstande, diesen Fall alleine aufklären zu können. Was? Sie müssen mir helfen, Mr. Holmes. Dieser Fall ist von größter Wichtigkeit und Dringlichkeit. Das bezweifle ich kaum. Und die stolze Belohnung von 1000 Pfund wird nicht nur den Inspektor und seine Leute motivieren, sondern auch viele andere, die davon in der Zeitung lesen. Madame, ich wüsste nicht, was ich da noch tun sollte. Und ich muss gestehen, ich bin bis zum Ende des Jahres mit einigen wichtigen Fällen restlos ausgebucht. Es tut mir leid, aber ich muss Ihr Gesuch ablehnen. Nein, Sie helfen mir. Mr. Holmes, Sie finden den blauen Karfunkel. Das ist keine Bitte. Bei allem Respekt, Madame, und Ihren Titel in allen Ehren, aber Sie sind nicht in der Position, mir Befehle zu erteilen. Ich habe Fälle von größter Wichtigkeit und die Umstände Ihres eigenen Falles interessieren mich nicht die Bohne. Wünsche noch einen angenehmen Abend. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, so eine Unverschämtheit. Wie kann der das wagen? Seien Sie unbesorgt, Madame. Ich habe die Sache tatsächlich im Griff. Und ich werde jetzt auf der Stelle mit Constable Burns hinuntergehen zu Mr. Ryder und ihn bezüglich der Angelegenheit verhören. Kommen Sie, Constable! Bei der Gelegenheit holen Sie mir einen doppelten Brandy. Ja, Gräfin. Machen Sie die Tür auf, Constable! Das wäre ein schönes Geschenk für meinen Tag. John Horner, Ja, wo waren Sie jetzt gerade? ich war im Cosmopolitan Hotel. Da habe ich den Kamin repariert. Ja. Und Sie haben den blauen Karfunkel der Gräfin Morcar entwendet, nicht wahr? Ich muss Sie darauf hinweisen, dass alles, was Sie ab jetzt sagen, gegen Sie verwendet werden kann. Sie sind verhaftet. Nein! Mitkommen, los. Was ist das? Holmes, nächste Woche ist Weihnachten. Auch das noch. Hätten Sie sich lieber mal damit befasst, Watson.
Was machen Sie denn jetzt? Ich hänge Ihren Hut an die Garderobe. Watson. Ach, Sie haben einen neuen Fall? Exakt. Unser Freund Peterson, der Portier vom Langham Hotel, war gestern Abend auf dem Weg nach Hause. Er wurde Zeuge eines kleinen Überfalls. 2 Männer wollten einem anderen Gentleman scheinbar eine Weihnachtsgans entwenden. Bei dieser Rangelei ging eine Fensterscheibe zu Bruch und beim Anblick des uniformierten Peterson ergriffen alle 3 Männer die Flucht. Der Hut und die Gans blieben auf der Straße liegen. Peterson brachte sie zu mir. Die Gans habe ich ihm gleich wieder mitgegeben. Es war nicht mehr die allerfrischeste und, naja, wir haben ja unsere eigene. Da hatte ja Peterson gestern Abend noch ein richtiges Abenteuer. Und was wollen wir jetzt mit dem Hut? Na, herausfinden, wer sein rechtmäßiger Besitzer ist. Sie kennen meine Methoden, Watson. Wenden Sie sie doch bitte einmal ein. Danke. Ja, also... Das Futter ist ausgeblichen. Kein Herstellerwappen. Im Schweißband hier sind die Initialen des Besitzers. H.B. Der Hut müsste mal gebürstet werden. Und hier hat der Besitzer offensichtlich versucht, irgendwelche Flecken mit Tinte zu kaschieren. Könnte Kerzenwachs sein. Exzellent. Machen Sie weiter, Watson. Weiter? Also ich würde sagen, der Besitzer legt nicht äußerlich großen Wert auf sein Äußeres, wenn er mit so einem Hut herumläuft. Sehr gut, Watson. Sehr gut. Und was noch? Ich denke, das war alles, Holmes. Na, aber Ihre Deduktionen, Watson. Es kann doch nicht sein, dass Sie jetzt schon alles gesehen haben. Beziehungsweise übersehen haben. Was? Ja. Die Haare des Besitzers wurden offensichtlich frisch geschnitten. Er hatte graue, offensichtlich etwas längere Haare. Ah. Und er benutzte offensichtlich Haarwachs mit Zitrusduft. Exzellent. Ah, hier, Holmes. Hier war offensichtlich mal eine Hutschnur befestigt. Ist am Knoten abgerissen. Und der Besitzer hat sich nicht mal die Mühe gemacht, den Rest der Schnur abzuschneiden oder die Hutschnur auszutauschen. Und jetzt bin ich zufrieden, mein Freund. Und nun bitte Ihre Schlüsse aus diesen Indizien. Die habe ich Ihnen doch schon gesagt, Holmes. Ich könnte vielleicht noch hinzufügen, dass unser Freund mittleren Alters ist, grauhaarig ist, mit langen Haaren und Zitrusduftcreme. Was sollen wir denn da noch mit dem Hut? Darf ich? Nun, der Besitzer ist ein vorsorglicher und gebildeter Mann. Finanziell geschwächt mittlerweile und moralisch zerrüttet, beruhend auf der Tatsache, dass ihn seine Frau wahrscheinlich nicht mehr liebt. Außerdem wage ich zu behaupten, dass Mr. Henry Baker kein Gas zu Hause verlegt hat. Sie nehmen mich auf den Arm, Holmes.
Wie soll man denn das alles aus diesem Hut herauslesen können? Die Beweise liefert Ihnen alle dieser Hut, Watson. Sie beobachten zwar, aber Sie ziehen keine Schlüsse daraus. Hüte mit dieser Krempenform waren vor einigen Jahren noch hochmodern und ein Hut von dieser Qualität ist auch entsprechend teuer. Nur eine gebildete Person mit einem dazu passenden Einkommen hätte ihn sich damals kaufen können. Die Tatsache, dass er sich aber seitdem keinen neuen Hut mehr gekauft hat und er diesen Hut so verkommen hat lassen, legt wohl den Schluss nahe, dass er finanziell mittlerweile irgendwelche Probleme hat. Klingt plausibel. Aber wo ist da die Frau, die aufgehört hat, ihn zu lieben? Würde eine liebende und fürsorgliche Frau ihren Mann mit einem Hut in diesem Zustand auf die Straße gehen lassen? Der wurde seit Wochen nicht mehr gebürstet. Nein, Watson, da gab es Ärger. Sie haben auf alles eine Antwort. Moment. Wie kommen Sie überhaupt darauf, dass dieser Mr. H.B. Henry Baker heißt? Er könnte doch genauso Houston Boulding oder so heißen. Und wie kommen Sie überhaupt darauf, dass er verheiratet gewesen ist? Die hier war am Hals der Gans befestigt. Für Mrs. H. Baker. Ich gebe zu, Henry war geraten. Und das Gas? Auch die Lösung für dieses Rätsel haben Sie richtig beobachtet, Watson. Wir haben hier Wachsflecke, die mit Tinte kaschiert wurden. Bei 2 oder 3 Flecken würde ich so einen Schluss nicht ziehen. Aber das Ganze zieht sich ja über den ganzen Hut und über die Krempe. Mindestens 10, wenn nicht 11 solcher Flecke. Entweder hat Mr. Baker schlichtweg kein Geld für das Gas, oder er hat nicht von Natur aus keins. Was wollen Sie jetzt tun, Holmes? Nun, ich würde zunächst vorschlagen, dass wir... Holmes! Mr. Holmes! Mr. Holmes! Die Gans! Was ist damit, Peterson? Ist sie wieder zum Leben erwacht und aus dem Küchenfenster geflogen? Nein, Sir. Meine Frau hat sie gerupft und für das Abendessen vorbereitet, ausgenommen. Und dann ist aus dem Kropf etwas herausgefallen. Aus dem Kropf, sagen Sie? Ja. Was denn? Hier, schauen Sie mal. Grundgütiger, ist das? Schneideglas, als wäre es Pudding. Ich verstehe nicht viel von solchen Sachen, aber das sagt sogar mir, dass dies ein verdammt ausgezeichneter Stein ist. Das ist nicht nur irgendein ausgezeichneter Stein, Peterson. Das ist der ausgezeichnete Stein. Meinen Sie etwa den blauen Karfunkel der Gräfin Morka? Exakt, Watson. Genau den. Sie dürfen sich glücklich schätzen, Peterson. Auf den Finder des Juwels sind 1000 Pfund Belohnung ausgesetzt. 1000 Pfund? Das war ja ein Glückstreffer, Peterson. Da können Sie wirklich stolz drauf sein. Und Mrs. Peterson wird die höchste Freude haben. Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Selbstredend, Mr. Holmes. Geben Sie eine Annonce in allen Abendzeitungen auf. Gazette, Standard, Sie wissen schon. Natürlich. Gefunden eine Gans mit der Aufschrift für Mrs. H. Baker und einen Filzhut. Beides kann in der Baker Street 221b abgeholt werden. Abgeholt werden? Natürlich, sehr gerne, Mr. Holmes. Ach ja, und für den Rest des Geldes kaufen Sie uns bitte eine Weihnachtsgans, die der Ihrigen in Größe und Gewicht in nichts nachsteht.
Selbstredend wird alles erledigt. Mr. Holmes? Ja, Peterson? Was ist mit dem Stein? Seien Sie unbesorgt. Auf den werde ich aufpassen. Sehr gerne. Auf Wiedersehen, Gentlemen. £1000. Ein fürstlicher Preis. Und nur ein Bruchteil von dem, was dieser Stein wert ist, Watson. Holmes, hat sich Mr. Baker eigentlich schon gemeldet? Bisher noch nicht, Watson. Das Ganze ist aber auch erst 24 Stunden her. Da kommt unser Mann, Watson. Man könnte meinen, ich habe ihn heraufbeschworen. Herein! Guten Abend, meine Herren. Entschuldigen Sie, dass ich so spät hereinplatze. Ah, Mr. Henry Baker möchte ich annehmen. Harold Baker. Ich komme auf diese Annonce. Ah ja, Mr. Baker. Die Gans und hier Ihr Hut. Bitteschön. Ach, mein guter alter Hut. Ja. Da ist er ja wieder. Besten Dank. Was die Gans betrifft, Mr. Baker, so tut es mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir leider gezwungen waren, den Vogel aufzuessen. Aufessen? Oh je. Ja, es tut mir leid, Mr. Baker, aber anderenfalls wäre der Vogel für niemanden mehr von Nutzen gewesen. Wir hätten hier jedoch einen adäquaten Ersatz für Sie besorgt. Oh, ja, sehr schön. Oh, die ist ja noch um ein ganz schönes Stück schwerer als die andere. Das gibt einem Festtagsbraten. Allerdings, Mr. Baker, ein prächtiger Vogel. Ja, wir hätten natürlich den Kropf, die Federn, die Beine, alles Nicht-Essbare von Ihrer Gans für Sie aufgehoben, falls Sie das möchten. Ach, was sollte ich denn damit? Das wären doch höchstens ein paar Souvenirs von meinem nächtlichen Abenteuer. Nein, nein, Gentlemen, da widmen meine Frau und ich unsere Aufmerksamkeit lieber diesem Gänschen hier. Sehr schön, Mr. Baker, das freut mich zu hören. Danke vielmals, Gentlemen. Wie kann ich mich nur erkenntlich zeigen? Das haben Sie gewissermaßen schon getan, Mr. Baker. Wir hatten dadurch einen hervorragenden Gänsebraten. Allerdings könnten Sie mir einen Gefallen tun. Aber sehr gerne. Wo haben Sie diesen ausgezeichneten Vogel denn bitte erstanden? Nun, ich bin ab und zu im Alpha Inn, in der Nähe des Britischen Museums. Der Wirt, Charles Windigate, rief im letzten Herbst einen Gänseklub ins Leben. Und da es die Pennys nicht mehr so gut mit mir meinen und ich mit der Frau meines kürzlich verstorbenen Bruders eine Freude machen möchte, habe ich hier jede Woche eine kleine Summe eingespart für die Gans, die mir vorgestern so abenteuerlich verloren ging. Das tut mir sehr leid, Mr. Baker. Vielen Dank, Sir. Ich möchte mich nochmals bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen schöne Feiertage. Ebenfalls, Mr. Baker. Besten Dank. Vielen Auf Dank. Wiedersehen. Ich finde alleine hinaus. Dankeschön. Mr. Henry Baker.
Henry. Watson, Sie entwickelt eine Art von Humor, gegen die ich erstmal lernen muss, mich zu wappnen. Ach was, lassen Sie mir doch diesen kleinen Triumph. Nun gut, wie sieht es aus? Wie sieht was aus? Sind Sie bereit für einen kleinen Ausflug zum Alpha Inn? Aber selbstverständlich, Holmes. Da. Hier? Oh ja, wunderschön, wunderschön. Guten Abend, Gentlemen. Was kann ich Ihnen bringen? Guten Abend, Herr Wirt. 2 halbe Ihres besten Bieres, bitte. Sehr gerne. Das brauche ich jetzt. Ja, eine kleine Erfrischung. Hoch! Oh, ich konnte mir so weit hoch. So, meine Herren, auf, dass es Ihnen wohl bekomme. Hoppala! Milord! Milord, Sie sind heute Abend ja wieder sternhagelblau. Der Lokus. Lokus. Vorne am Eingang und gleich rechts, Milord. Kriegsgerüst, Milord. Der Lokus. Unglaublich. Der alte Lord. Danke. Oh, danke. Sehr aufmerksam. Sehr gerne, Herr Wirt. Wir hätten da noch eine Frage an Sie. Selbstverständlich. Danke, Watson. Von einem Freund haben wir erfahren, dass Sie einen Gänseclub unterhalten. Er war so freundlich, uns zum Essen einzuladen. Und ich muss Ihnen sagen, es war eine der besten Gänse, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Vorzüglich. Köstlich, köstlich! Sagen Sie, ziehen Sie die Gänse selber hoch oder beziehen Sie die wo von anders her? Ah, meine Gänse! Von wem wurden Sie denn da eingeladen? Von Mr. Harold Baker. Ah, Mr. Baker. Ah. Ja, meine Gänse habe ich von einem Händler namens Pah. Jetzt haben Sie mich aber schön erwischt. Moment, ich schau mal in meinem Buch. Kleinen Moment, Milords. Kleinen Moment. Oh, Milord. Hut. Der Hut. Er stand Ihnen gut. Wo ist er denn? Der braucht jetzt nicht mehr an seinen Platz. Ihr Hut am Lokus. Lokus. Das Buch. Ich schaue in mein Buch. Mein Gott, guck mal, der alte Lord, da geht er wieder rum und sucht sein Hut. Aua! Jetzt ist fast vermasselt. Entschuldigen Sie, Holmes. Ich habe nicht gut geschauspielert. Unfug, Watson. Er geht jetzt und besorgt uns die Informationen, die wir brauchen. Was wollen wir mehr? So, meine Herren, da hätten wir es. Mr. Albert Breckenridge, nahe Covent Garden. Wunderbar. Wer hat den Hut gefunden? Ja. Ja, meine Herren. Besten Dank, Herr Wirt. Kommen Sie, Watson, wir haben keine Zeit zu verlieren. Was? Es überkam mich und Luft entweichte. Aha. Da wären wir, Holmes. Ja.
Da ist unser Mann, Breckenridge. Guten Abend, Sir. Ja, Oh, und wie ich sehe, haben Sie gar keine Gänse mehr. Wie ich sehe, haben Sie keine Gänse mehr. ja, wenn Sie sich gedulden, können Sie morgen 500 kaufen. Morgen früh nützen Sie mir leider gar nichts mehr. Dann finden Sie halt einen anderen Laden. Ja, Sir, aber gerade Sie wurden mir empfohlen. So, wer hat mich denn empfohlen? Mr. Windigate, der Wirt vom Alpha Inn beim Britischen Museum. Ah ja, den habe ich welches vorbeigebracht. In der Tat, und wirklich vorzügliche Vögel. Absolut beste Ware. Ja, wenn ich fragen darf, woher beziehen Sie die? Sagen Sie, Mister, was wollen Sie eigentlich? Jetzt mal raus damit. Ich? Ich habe Sie gerade heraus befragt, wer Sie mit den Gänsen beliefert hat, die Sie an das Alpha Inn verkauft haben. Gut, dann sage ich Ihnen gerade heraus. Ich sag's Ihnen nicht, Mister. Naja, gut dann. Es ist ja nicht so, dass diese Sache von Wichtigkeit wäre, aber ich verstehe ehrlich gesagt den Aufstand nicht, den Sie jetzt wegen dieser Kleinigkeit veranstalten. Aufstand? Wenn Sie jeden Tag belästigt werden, machen Sie auch bald einen Aufstand. Den ganzen Tag werde ich schon gefragt, wo kommen die Gänse her, wo kommen sie hin? Ich habe einfach die Nase voll. Nun, davon wissen doch wir nichts. Wir stehen mit niemandem in Kontakt, der eventuell vor uns danach gefragt haben könnte. Wie dem auch sei, Watson, Mr. Breckenridge verweigert uns eine Antwort und somit ist die Sache erledigt. Die Wette ist gelaufen. Gehen wir. Moment mal, was für eine Wette? Das ist doch für Sie überhaupt nicht von Interesse. Oh, doch, Mister. Wettschulden sind Ehrenschulden. Also was für eine Wette? Nun, wissen Sie, ich kenne mich selbst ein wenig mit Geflügel aus. Und ich habe mit meinem Freund hier einen Fünfer laufen, dass der Vogel, den wir gegessen haben, auf dem Land großgezogen wurde. Pah, dann haben Sie jetzt den Fünfer verloren, Mister. Denn die Vögel waren alle von der Stadt. Unfug, diese Gans wurde am Land großgezogen. Ich kenne mich doch da aus. Nein, war sie nicht. Ich glaube Ihnen kein Wort. Sagen Sie mal, Sie Klugscheißer, wollen Sie mich eigentlich für dumm verkaufen? Ich mache das nicht seit gestern. Ich sage Ihnen, alle Gänse, die zum Alpha geliefert wurden, wurden in der Stadt großgezogen. Davon können Sie mich nicht überzeugen. Ich weiß es nämlich besser. Wollen Sie wetten? Ich ziehe Ihnen zwar bloß das Geld aus der Tasche, aber bitte, um Ihnen eine Lektion zu erteilen, setze ich einen Sovereign. Ja denn, Sie Schlauberger. Dezember 24 Gänse von Mrs. Oakshott zum Alpha Inn. So. Und Sie lesen mal nach, wo Mrs. Oakshott wohnt. Mrs. Oakshott, 117 Brixton Road. Verflixt. Hey! Was ist mit dem Fünfer für diesen Herrn da? So ist recht. Victory. Ausgezeichnet. Der Verlust Ihres Sovereigns scheint Ihnen wohl Spaß zu machen, Holmes. Das ist ein geringer Verlust, Watson. Leute wie diesen Breckenridge bringt man nicht leicht zum Reden. Ich hätte ihm jetzt 100 Pfund hinlegen können und er hätte nichts gesagt.
Aber wenn eine Wette im Spiel ist, ändert das plötzlich alles. Ja, das hat man gemerkt. Und den anderen Interessenten scheint er ja auch die Antwort verweigert zu haben. Exakt. Und eigenartig ist das mit diesen anderen Interessenten. Naja, für uns stellt sich jetzt nur noch eine Frage. Sollen wir heute noch zu Mrs. Oakeshott gehen? Oder verschieben wir das auf morgen früh? Nun, Holmes, es ist schon ziemlich spät. Und den Diamanten haben wir. Von daher... Verdammt nochmal, du schon wieder! Ich hab's dir heute doch schon mal gesagt. Wenn du eine Gans kaufen willst, dann komm doch morgen wieder. Aber ich will doch morgen keine Gans kaufen. Ich will... Dann scher dich zum Teufel! Aber ich muss doch wissen, wo die anderen hin sind. Ich bin verdammt nochmal kein Auskunftsbüro. Hau ab oder ich hetz auf dich, den Hund! Aber Mrs. Oakeshott hat gesagt... Das interessiert mich nicht! Branko! Und lass dich nicht mehr blicken! Watson, wir müssen diesen Kerl irgendwie abfangen. Gehen Sie darüber, ich versuch's dort. Guten Abend. Was? Wieso? Was wollen Sie? Ich habe nur ein paar Fragen, wenn Sie gestatten, Sir. Wissen Sie, Ihr Gespräch mit Mr. Breckenridge vorher war nicht zu überhören. Und ich frage mich jetzt einfach, wieso Sie so an den Gänsen interessiert sind, die von Mrs. Oakeshott kamen. Ich glaube, ich kann Ihnen da weiterhelfen. Was? Aber woher wissen Sie denn davon? Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Sherlock Holmes. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, zu wissen, was andere Leute nicht wissen. Nun, aber davon können Sie nichts wissen. Stehen bleiben, Sir. Sir, ich weiß alles. Sie brennen darauf, eine Gans wiederzufinden, nicht wahr? Eine Gans, die mit 23 anderen von Mrs. Oakeshott gekauft wurden und dann an ein Inn weiterverkauft worden sind, nicht wahr? Ja, aber an wen wurden die weiterverkauft? An was für ein Inn? Das will ich herausfinden. Wieso? Ich bin nicht befugt, das zu sagen. Nun gut. Unter diesen Umständen schlage ich vor, dass wir die Sache an einem wesentlich gemütlicheren Ort ausdiskutieren. Watson, wären Sie so freundlich, uns eine Droschke zu rufen? Selbstverständlich, Holmes. Ach, und ganz nebenbei, Sir. Mit wem habe ich eigentlich die Ehre? Na, mein Name ist John Robinson. Und jetzt Ihren richtigen Namen, bitte. Ja, gut. Ich bin James Ryder. Exakt. Sie sind Untermanager im Hotel Cosmopolitan und waren der Polizei bei ihren Ermittlungen im Fall des gestohlenen blauen Karfunkel eine große Hilfe. Holmes! Die Droschke! In Ordnung, Watson. Kommen Sie, Mr. Ryder. Nun, Mr. Ryder, was möchten Sie denn gerne wissen? Ja, in welches Pub hat Breckenridge denn die Gänse geliefert? In das Alpha Inn, nahe beim British Museum. Bleiben Sie bitte sitzen, Mr. Ryder. Es wird Ihnen ohnehin nichts nützen, ins Alpha Inn zu gehen. Denn ich nehme an, Sie sind an einer ganz bestimmten Gans interessiert. An einem schneeweißen Vogel von beträchtlichem Gewicht. Wissen Sie, was mit ihm passiert ist? Wo er hingekommen ist? Sicherlich. Er kam hierher. Hierher? Zu Ihnen? Ja. Und es war wirklich ein einzigartiger Vogel. Das muss man schon sagen. Ich verstehe schon, warum Sie den wiederhaben wollten.
Wie? Was meinen Sie damit? Naja, die Gans hat ein Ei gelegt. Ein Ei von solch vollkommener, wunderschöner blauer Farbe, dass man es kaum glauben möchte. Der gehört mir! Vorsicht, Mann, Sie brechen sich noch den Schädel. Das wär's dann wohl, Watson. Ja, aber es scheint mir eine Verschwendung zu sein. Ich glaube, er könnte einen Schluck Brandy vertragen. Ja, in der Tat. Er hat nicht den Mumm, für seine eigenen Schandtaten gerade zu stehen. Was für ein Wurm, Watson. Verdammt, Ryder, reißen Sie sich zusammen! Gestehen Sie, das ist das Einzige, was Ihnen noch helfen kann. Ah. Als die Gräfin das Hotel bezog, verliebte ich mich in ihre Zofe. Cusack. Es war Liebe auf den ersten Blick. Doch, was konnte ich ihr schon bieten? Die ganze Liebe war hoffnungslos. Und da machte sie mich auf diesen Edelstein aufmerksam. Sie haben also die Gelegenheit ergriffen und den Stein entwendet. Wohl wissend, dass sich zur selben Zeit John Horner, der Handwerker, am Kamin der Gräfin zu schaffen machte. Ja, richtig. Unerhört! Was sind Sie für ein Mensch? Einen unschuldigen Mann haben Sie ins Gefängnis gebracht. Fast an den Galgen! Man sollte Sie... Watson! Watson! Beruhigen Sie sich. Der ist es nicht wert. Reden Sie weiter, Ryder. Wie kam der Diamant in die Gans? Ich schmuggelte den Diamanten aus dem Hotel und dann ging ich zu meiner Tante. Mrs. Oakeshott. Ganz recht so. Also, James, such dir eine aus. Danke, Tante. Du bist heute so komisch. Nein, mir geht's gut. Danke. Aber bring mir die Viecher nicht durcheinander. Nein, Tante, nein, mache ich nicht. Da waren also die Gänse. Und nur eine, wie mir schien, war schneeweiß. Ich stopfte ihr die Diamanten in den Hals, doch die Tiere wurden unruhig. Die machten einen Lärm. Hab ich nicht gesagt, du sollst auf die Gänse aufpassen? Du kannst dir doch nicht hier den Hals umdrehen. Fang sie ein und bring sie nach hinten. Sie haben die falsche Gans mitgenommen, nicht wahr? Ja, ich zerschnitt sie in winzige Stücke, aber ich habe nichts gefunden.
Mr. Holmes, bitte, ich flehe Sie an. Sie haben jetzt den Diamanten. Ich flehe Sie an, bitte geben Sie ihn für mich zurück. Bitte. Setzen Sie sich wieder hin. Ich will nicht ins Gefängnis. Bitte. Unterschreiben Sie. Sie haben 48 Stunden Zeit, um die Stadt zu verlassen. Dann wird dieses Geständnis bei der Polizei vorliegen. Oh, Holmes, ich danke Ihnen. Ich weiß gar nicht. Oh, Mr. Holmes. Raus! Ich kann es nicht glauben, Holmes. Sie lassen dieses Subjekt einfach laufen? Der ist so verängstigt, dass er es nicht mehr wagen wird, eine Straftat zu begehen. Außerdem, Watson, ist in ein paar Tagen Weihnachten. Horner wird noch rechtzeitig aus dem Gefängnis freikommen und Lestrade hat zumindest einen gelösten Fall. Wer bin ich, dass ich ihm seine Verbrecher nachtrage? Ja, da haben Sie wohl recht, Holmes. Da haben Sie recht. Auf Wiedersehen. Strand, der Evening Standard, Zeitungen. Guten Morgen, Holmes. Guten Morgen, Watson. Watson, mein Freund, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Das gleiche für Sie, Holmes. Danke, Watson. Und hier eine Kleinigkeit. Also, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich sagen soll. Neuer Tabak. Köstlich, Watson. Danke. Das trifft sich gerade. Meiner geht sowieso zur Neige. Ist nicht Ihre übliche Marke, aber mal was Besonderes. In der Tat, Watson. Alter Freund, ich muss gestehen, dass der Austausch von Geschenken war mir bisher leider fremd. Ich habe nichts für Sie. Das macht doch weiter nichts. Im Übrigen, ich hätte sowieso gerne mal von diesem hier probiert. Aber selbstverständlich, mein lieber Watson.
Dankeschön. So, und an dieser Stelle jetzt erst einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Film gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen hoch, ein Abo und vielleicht sogar einen Kommentar da. Darüber freuen wir uns immer ganz besonders. Ansonsten möchte ich euch jetzt noch frohe Weihnachten wünschen, schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Denn da sehen wir uns auf alle Fälle wieder. Und jetzt noch viel Spaß bei den Outtakes. Exakt. Unser Freund Peterson. Unser Freund Peterson. Ah, hier Holmes. Hier war offensichtlich mal eine Hutschnur befestigt. Aber der Besitzer hat sich nicht weiter drum gekümmert und hat den Rest der Schnur nicht abgeschnitten. Da können Sie wirklich stolz darauf sein. Und Mrs. Peterson wird die höchste Freude haben. Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Okay. Genau so. Ja, ich muss dich vernichtend anschauen. Vernichtend. Ja, vernichtend. Harold. Ah ja, Mr. Ganz Idiot. Ah ja, Mr. Quatsch. Mr. Henry Baker, dessen nicht vorhandene Frau ihn nicht mehr liebte. Scheiße. Nochmal. Ja. Diese Raucherhusten, Scheiße. Henry. Unerhört! Was sind Sie für ein Mensch? Einen unschuldigen Mann haben Sie ins Gefängnis gebracht. Naja, nochmal. Fast an den Galgen. Fast an den Galgen gebracht, ja. Man sollte Sie. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Er ist es nicht. Bin ich dafür zuständig, Lestrade die Verbrecher hinterherzutragen, für die er zu dusselig ist? Oh Mann! Abgesehen davon ist in ein paar Tagen Weihnachten.
Lestrade hat einen gelösten Fall. John Horner kommt rechtzeitig aus dem Gefängnis. Und der Rest vom Text. Beziehen Sie die selber oder bekommen Sie die... Nee, nochmal. Nee. Nochmal. Scheiße. Züchten Sie die selbst oder beziehen Sie die von woanders? Ja, genau. Also machen wir es nochmal. Sehr gerne, Herr Wirt. Wir hätten da nur noch eine Frage an Sie. Ich trinke einfach nur. Vielleicht, wenn ihr... Trink heute mehr Schnaps. Rauschnaps, dann geht's. Dann geht's schon. Okay. Ach, jetzt hätte ich's fast vermasselt. Entschuldigen. Die Einzugeltee. Trinken muss man kennen. Ja, zum Saufen anders zum... Was kannst du denn überhaupt? Ja. Tja, bin ja... Wir wissen es. Ja, du bist nicht belastbar. Nein, ich bin nicht belastbar. Yeah. Ja. Same procedures every year. It is every year. Oh. Same procedure. Sugar in the morning. Sherlock Holmes. Schluckholm. Mein Kollege Dr. Dodson. Wodka Dodson. Der Wodka Dodson. Oh, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Okay, also, machen wir weiter. Genug Outtakes. Ich weiß alles. Sie brennen darauf, eine Gans wieder zu füllen. So, was ist nicht so schnell Hösner? Hurika. Komm, wir gehen. Die mir vorgestern. Wo ich das zusammenbringen? Du brauchst einen großen Monitor für mich. Mach bloß keinen Scheiß. Das Bier ist schal. Oh, super. Scheiß Idee. Ach nein. Er hat einen fahren lassen. Mein Gott, guck mal, der alte Lord, da geht er wieder rum und sucht sein Hut. Aua! Und das kommt davon und sucht sein Hut. Ich werde jetzt auf der Stelle runtergehen zu Ryder und ihn, nein. Nein, ach, Ganz hier und lass mir doch meine Gans. Das war doch mein Hut, das war jetzt nicht dran. Erst wenn der Hut runterfällt, darfst du abhauen. Wenn Sie sich... Also, jetzt habe ich schon wieder so einen blöden Text. Was? Wenn Sie sich gedulden können, sagen Sie mal, Mister. Okay. Pumuckl, hörst auf! Gut, dann antworte ich Ihnen gerade heraus. Was wollen Sie? Na, Ich sage Ihnen ja, nichts. können wir die schneiden? Nee, gell? Ja, nicht Scheiße. Komm, wie ist... Ich? Ich habe Sie gerade herausgefragt, wer Sie mit den Gänsen beliefert, die Sie an das Alpha Inn geliefert haben. Na, dieser Schmarrn. Ich kann meinen Text. Ich sag's dir gar nichts. Du schon wieder. Du mit deinen blöden Gänsen. Du warst doch heute schon mal hier. Na genau. Ja, gut, dann kauf einen.